sunless sun, a beautiful Heute life. backen wir unser Brot mit der gusseisernen Pfanne. Gerade wenn man ein nicht so tolles Backrohr hat, mit ungleichmäßiger Temperatur und keine Möglichkeit hat, Feuchtigkeit im Backraum zu erzeugen, ist das Backen in einer Pfanne von Vorteil. Die Feuchtigkeit wird im Inneren gehalten und die Hitze verteilt sich sehr gleichmäßig. Ich lasse zuerst den Teig nur ein paar Minuten im Gärkörbchen, damit das Brot eine schöne Form erhält. Danach lege ich das Backpapier auf das Gärkörbchen und den Deckel von der Pfanne oben drauf. Jetzt das Ganze stürzen und der Teig liegt schön geformt im Deckel, wo ich ihn jetzt noch ca. 1,5 Stunden gehen lasse. Dance until the morning. I'm feeling you. The waves are gentle. Damit noch genug Luft dazu kommt, lege ich so lange das Gärkörbchen oben drauf und decke das mit einem feuchten Tuch ab. Wenn man nicht ideale Voraussetzungen für den Teig hat, sprich keine warme Umgebung zwischen 25 bis 27 Grad oder einen nicht so aktiven Sauerteig hatte, kann die Gehzeit bis zu 4 Stunden dauern. Der Teig sollte mindestens 20 bis 30% seines Volumens zugenommen haben. Music Jetzt nach 1,5 Stunden hat das Volumen ordentlich zugelegt und man sieht auch schon die leichten Risse. Es ist von Vorteil, wenn man den Teig bereits in der Pfanne gehen lässt, so muss der Teig am Ende nicht mehr gestürzt werden, was ihn in der Regel wieder etwas komprimiert. Damit das Brot gut aufgehen kann und sich nicht so schnell eine harte Kruste bildet, sprühe ich noch vorsichtig Wasser auf die Teigoberfläche. Nun kommt der Topf als Deckel oben drauf. Und so kommt das Ganze in das auf 250 Grad vorgeheizte Backrohr. Zuerst lasse ich das Brot 15 Minuten bei 250 Grad im Rohr. Dann stelle ich die Temperatur auf 210 Grad ein und lasse es weitere 55 Minuten im Backrohr. Jetzt sind 1 Stunde und 10 Minuten vorbei und ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Das Brot sieht noch ein bisschen blass aus. Wir machen den Klopf- und Stäbchentest. Beim Klopfen hört es sich schon schön hohl an, was ein gutes Zeichen ist. Dann noch den Stäbchentest. Hier am zweiten Teststäbchen klebt noch ein wenig Teig drauf. Deshalb gebe ich das Brot ohne Topf noch ca. 8 Minuten in den Ofen bei ca. 200 Grad. So, da ist das Meisterwerk. Jetzt ist es noch etwas knuspriger. Wer gerne diese harte Kruste behält, lässt es jetzt einfach so liegen und wartet, bis es ausgekühlt ist. Wenn das Brot ausgekühlt ist, kann man es anschneiden und frisch verspeisen. Jetzt noch richtig heiß würde ich es nicht aufschneiden. Da würde wahrscheinlich nur das Messer verkleben. Wer es etwas zahnschonender möchte, sodass die Rinde weich wird, packt das Ganze in ein Baumwolltuch. Ich verwende 100% Baumwolle, eines meiner Poloshirts, das meine Frau einmal zu heiß gewaschen hat, und wickle es jetzt ein und lasse es über Nacht auskühlen. Es ist jetzt noch viel Feuchtigkeit im Brot. Diese Feuchtigkeit dampft jetzt langsam aus und bleibt zum Teil in der Brotrinde, die so etwas aufgeweicht wird. So, schönen guten Morgen. Es ist jetzt gut 8-9 Stunden später. Dann backen wir unser Brötchen mal aus. Die Kruste ist immer noch da. just me and you. Dann machen wir einmal das Wichtigste. Wir machen unseren Anschnitt. So, das schaut ja gar nicht schlecht aus. Wunderschön fluffig. Und jetzt der Höhepunkt, der Geschmackstest. Ein Traum. Und genau deshalb machen wir das. Die Familie freut sich. Palm trees gently swaying